Der Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, ja, das Modelljahr 2020, das hat einige Neuerungen mit sich gebracht. Etwas weniger äußerlich, sondern ganz stark innen drin. Ja, wir werden Ihnen heute mal dieses tolle Fahrzeug von vorne bis hinten, von oben bis unten einfach mal zeigen und sind dabei bei einem Mitsubishi-Händler der ersten Stunde in Deutschland. Ja, Thomas Reiter, ich grüße dich herzlich. Ja, hallo. Ja, das ist ein zuverlässiges Auto, kann man das sagen? Ja, definitiv. Ist von der Zuverlässigkeit her, ist Mitsubishi ja bekannt. Wo wird denn das gebaut, das Fahrzeug? Das Auto kommt von Japan. Okay, wird also in Japan gebaut. Den Japanern sagt man ja nach, dass sie leider Autos bauen, die so gut wie nicht kaputt gehen. Wie alt sind dann so die ältesten Mitsubishis, die ihr so im Bestand habt? Ja gut, bei Mitsubishi haben wir schon Fahrzeuge im Bestand, die sind schon weit über 30 Jahre alt. Also das ist keine Seltenheit. Ja, Thema Rost. Also mittlerweile sind die Fahrzeuge ja nicht mehr verzinkt oder viele nicht mehr verzinkt. Wie ist es hier? Ja gut, Mitsubishi hat eine gute Rostvorsorge, also mit Rost haben wir eigentlich schon seit Jahren keine Probleme mehr. Keine Probleme mehr. Ja, das ist ein Plug-in-Hybrid. Ich zeige es mal gerade für alle, die gerne Steuern sparen möchten als Dienstwagen. Das ist also ein Fahrzeug, was mit 0,5% des Bruttolistenpreises pro Monat versteuert wird. Das hat natürlich enorme Vorteile. Das bedeutet aber auch, ich kann das Fahrzeug zu Hause an der Steckdose laden und überwiegend elektrisch fahren bis zu etwas über 50 Kilometern. Ja, das ist richtig. Also das Fahrzeug erfüllt alle Voraussetzungen, die es also haben muss, für diese Förderung zu bekommen. Also man kann mit dem Fahrzeug ca. 54 Kilometer rein elektrisch fahren. Er hat die Möglichkeit, extern aufgeladen zu werden, also praktisch als Plug-in, plus halt eben den normalen Hybridantrieb. Das Auto erfüllt die Preisvoraussetzungen. Da gibt es also die Grenze von 40.000 Euro netto, die der Staat vorgeben tut für diese... Als Basisversion? Als Basisversion für in diese Förderungsmaßnahme mit der staatlichen Umweltprämie, mit dieser 0,5%-Regelung für die zu erhalten. Ja, hier steht jetzt kombiniert 1,8 Liter. Das gilt natürlich nicht, wenn ich jetzt 300 Kilometer am Stück über die Autobahn, fahre, dann ist der der Elektromotor leer, die Batterie leer, dann verbraucht er ein bisschen mehr. Aber wenn ich so meine 50 Kilometer am Tag fahre oder 40 Kilometer, dann ist er richtig sparsam. Ja gut, das ist ein Auto klassisch für die Pendler. Also wenn man permanent auf Langstrecke ist, wie du sagst, halt eben eine längere Strecke dann auf der Autobahn fährt, spielt er seinen Vorteil nicht so aus. Aber für Pendler, die halt eben zum Beispiel auf die Arbeit fahren, kann man also bis zu den 54 Kilometer elektrisch fahren und dann ist man halt eben sehr sparsam unterwegs. Ja, hier bin ich. Also wenn ich jetzt mal diesen Preis, das ist ein tolles Modell, der ist gut ausgestattet? Ja, das ist eine Sonderserie, die wir momentan haben. Das ist schon, es gibt noch eine Ausstattungslinie höher, aber das hier ist eine mittlere Ausstattungslinie, die ist wirklich schon top ausgestattet. Ja, schauen Sie uns das gleich mal an. Also wenn ich jetzt diese rund 50.000 Euro, 48 glaube ich, ist er ausgezeichnet, durch 2 einfach mal teile bei 0,5 liege ich bei, sagen wir mal, 25.000 Euro, davon 1% sind 250 Euro brutto, die aufs Gehalt oben drauf kommen als Dienstwagen. Das ist schon Golfklasse dann von der Versteuerung. Ja, muss man schon so sehen. Man fährt da so ein klassisches SUV vom Fahrzeug her gesehen und man geht bei der Versteuerungsregelung halt eben immer vom Bruttolistenpreis aus, also nicht die Aktionspreise zum Beispiel. Wenn man da jetzt von rund 48.000 ausgeht, sind wir halt eben bei 24.000 Euro, die versteuert werden. Das ist schon eine Ansage. Mitsubishi ist ein, Produkt, das im Einsatz bewährt ist, gerade wenn ich mal ins Gelände gehe, da ist Mitsubishi wirklich sehr, sehr bekannt. Jetzt ist das hier ein echter vierradgetriebener SUV mit einer Besonderheit, auf der Hinterachse ist er elektrisch. Ja, also es ist so, dass das Auto in der Klasse zurzeit eigentlich der einzigste SUV ist mit Allrad. Die Hinterräder werden von jeweils den beiden Elektromotoren angetrieben. Das heißt, es gibt also keine Kardanwelle, die von vorne nach hinten geht. Das wird alles über das Steuergerät elektronisch gesteuert. Aber ich habe also einen vollwertigen SUV, mit dem ich auch ins Gelände rein theoretisch reingehen kann. So ist es, ja. Hier vorne habt ihr eine kleine Ladestation angebracht. Jetzt sind ja so die etwas kleineren, die als Plug-in sind. Da ist das vielleicht gar nicht so wichtig, dass ich hier mit Starkstrom laden kann oder schnell oder und so weiter. Geht das hier bei dem?
Ja gut, er hat verschiedene Möglichkeiten. Also Mitsubishi verwendet also ein System, wenn man hier die Stecker sich anguckt. Das ist einmal der Stecker für die normale Ladestation. Ich kann es dir hier mal zeigen, den man einfach dann hier ranmachen tut. Ist es dieser Typ 2? Das ist in dem Fall jetzt ein Typ 1 bei Mitsubishi. Das ist also praktisch, kann man an einer Wallbox laden zum Beispiel. Oder halt eben, kann ich auch gleich zeigen, ist ein Ladegerät dabei, für an der Haushaltssteckdose zu laden. Das geht also auch an jeder herkömmlichen Steckdose. Die würde ich über Nacht auch locker voll kriegen, oder? Ja, locker. Das heißt also tagsüber, wenn man jetzt normal lädt, mit dem vorgegebenen, also nicht mit der Wallbox, sondern mit dem Original-Ladeteil, bewegen wir es so um die circa 4 Stunden. Wenn man zu Hause eine Wallbox hat, zum Beispiel mit 6,7 kW, dann geht es etwas schneller, dann reden wir von knapp um die 3 Stunden. Und er hat noch zusätzlich die Möglichkeit über CHAdeMO. Das heißt also, man kann hier in dem Fall ein Schnellladekabel anschließen und dann lädt man 80% von der Batterie innerhalb von ungefähr 30 Minuten. Ja, das klingt gut. Das heißt, wenn ich jetzt mal unterwegs bin, könnte ich eine Wallbox anschließen. Zum Beispiel bin ich jetzt in Düsseldorf, wohne in der Vorstadt, habe 20 Kilometer in die Stadt, komme zurück, muss gleich nochmal weg, dann stecke ich ihn ein, ist er ganz schnell voll. Ja, wenn ich jetzt irgendwo eine Schnellladestation habe, sage ich mal zum Beispiel, gibt hier verschiedene Supermärkte, die sowas schon anbieten, dann kann ich das Auto innerhalb von 20 Minuten mal schnell wieder 80% vollladen. Ja, das Coole ist dann auch, je nachdem wie der Spritpreis ist, habe ich dann locker mal 10 Euro gespart und aber der Einkauf ein bisschen billiger. Richtig, genau so ist es ja. Ja, jetzt wird ja den Fahrzeugen nachgesagt, die Energiebilanz bei der Produktion ist ja nicht so toll, aber jetzt haben wir ja hier ein Plug-in-Hybrid. Das ist ja, die Batterie ist ja sehr gering, die ist also ausgelegt für das, was viele täglich fahren, also 40, 50 Kilometer. Du selber hast das Auto auch schon mal ganz oft, du hast ja 2 Niederlassungen, eine Rehlingen, eine in Saarbrücken. Wie weit sind die auseinander? Ja gut, ich bin eigentlich so ein klassischer Pendler, das heißt, ich habe also von Siersburg hier nach Saarbrücken rund 41 Kilometer. Das heißt, ich lade das Auto dann abends auf, fahre morgens elektrisch hier auf die Arbeit, lade das Auto wieder auf, fahre dann wieder elektrisch heim, sodass ich also hier mit so einem Fahrzeug auf eine Reichweite komme von über 2000 Kilometer. Und dann kommen auch diese angegebenen Prospektwerte raus von so knapp unter 2 Liter, so mit 1,8 Liter kann man dann das Auto schon bequem fahren. Ja, wichtig ist die Klasse. Ich habe also einen richtig ausgewachsenen SUV, schon fast so groß wie so ein X5, sage ich jetzt mal. Das ist für eine Family schon sehr, sehr angenehm, oder vom Platz her. Ja gut, das Auto hat ja keine Einschränkungen. Der ist ja, wie gesagt, ein vollwertiger SUV. Sei es vom Kofferraum, vom Nutzen her, habe ich also schon ein Auto in, sage ich mal, von der Größe her im gehobenen Segment. Ne? Ja, wenn du mal so lieb bist. Du bist wie groß? Ich bin 1,75. 1,75 groß. Du darfst jetzt mal das Kind spielen. Gleich. Jetzt noch nicht. Wir machen mal den Kofferraum auf. Der ist bei der Ausstattungsvariante wahrscheinlich elektrisch, nehme ich an. Der ist bei ihm hier elektrisch. Du hast den Schlüssel, glaube ich, drin liegen. Ja. Jetzt geht er auf. Ja. Gut, die sind ja teilweise auch hier im gesperrten Modus, aber es funktioniert. Elektrisch bedeutet, ich habe im Prinzip einen kleinen Motor, der drückt das hoch, oder ist es, ich sag mal, wie funktioniert das? Da ist ein Elektromotor drin, der dann den Dämpfer halt eben hochdrücken tut, ja. Also das kriegt man so schnell nicht kaputt? Nee, da müssen wir schon mit Gewalt dran, also normal geht der nicht kaputt. Ich frage immer so, wenn irgendwas elektrisch ist, dann so ist es ja. Ich habe einen Doppelboden. Ich habe also hier praktisch eine ganz normale Ladefläche. Sitze kann ich geteilt jeweils umklappen, 1/3, 2/3. Ist genauso groß wie bei dem normalen Outlander, also hat der Hybrid keine Einbußen. Hier unten drunter habe ich dann noch Ablagefächer dementsprechend und kann hier noch ein bisschen was verstauen, was man nicht unbedingt irgendwo dann sehen soll. Was ziemlich cool ist, der hat direkt einen Wechselrichter eingebaut hinten. Ja, man kann also bei ihm hier sogar Strom aus dem Fahrzeug rausziehen. Also hier kann ich jetzt einmal zum Beispiel eine 220 Volt Steckdose anschließen in dem Fall und kann damit rein theoretisch hin in noch einen Kühlbox oder rein theoretisch einen Fernseher anschließen. Laptop, oder Laptop oder sonst irgendwas. Ne? Den gibt es auch als 7-Sitzer? Den gibt es in dem Fall nicht als 7-Sitzer. Das geht beim Hybrid nicht, weil dafür ist der Platz jetzt durch die Batterie nicht da. Aber den gibt es als reinen Benziner als 7-Sitzer? Als reinen Benziner gibt es dann auch als 7-Sitzer. Okay, ich habe nur gefragt, weil hinten nämlich die Ablagefächer sind für die Getränke. Also das heißt, das ist jetzt ein 5-Sitzer, was ja vielen auch genügt. Geteilt umlegbare Sitzbank mit dabei. Ist die eben, wenn ich die umlege? Ist fast eben. Bitte sei mal so lieb, leg mal die auf deiner Seite um. Dazu klappt er einmal kurz hoch, runter und dann
kann es zu Möbel Martin gehen. Also Thomas, ich würde schon fast sagen, das ist komplett eben. Ja, gut, von vorn bis hinten. Kleine Stückchen, ja, du bist fast so ehrlich für die Welt. Ja. Also das ist komplett eben für meine Verhältnisse. Ja, viele nutzen das ja auch so als Campingfahrzeug. Wenn es komplett eben ist, da könnte ich jetzt noch eine Matratze reinschmeißen, Thomas, und dann könnte ich mal auf einer längeren Fahrt auf dem Campingplatz einfach mal mich reinlegen und also viel Platz, oder? Ja, Platz ist schon massig. Ich meine, in meiner Größe würde ich auch noch reinpassen, für drin zu schlafen. Aber ja, rein theoretisch ist das schon machbar, klar. Ja, es geht ja darum, das ist ja kein Schein-SUV, sondern die, ich sag mal, Markenwerte von Mitsubishi sind ja, dass sie funktionieren, diese Fahrzeuge. Ja, was ich gut finde hier bei dem Sondermodell sind diese gesteppten Nähte, also innen ist schon alles sehr wertig, oder? Ja, man hat ihn designmäßig aufgewertet. Hier das Sondermodell hat halt eben dann diese gesteppten Nähte drin, bisschen farblich abgesetzt, um Akzente zu setzen. Das ist also alles sehr hochwertig verarbeitet und sieht auch dementsprechend schick aus. Ja, hier vorne haben wir ein Ladekabel. Besten, das will ich mir direkt mal angucken, was da bei dir drin liegt. Ja, denn da vorne, das kommt mit mehreren Ladekabeln, weil ich weiß von vielen, da muss man viel Zubehör dazu bestellen. Kommt das Auto als solches, wie er jetzt hier steht, praktisch mit dem Original-Ladekabel. Das ist dann der Stecker für ans Auto. Und hier haben wir den Stecker für normal an die Steckdose. Und somit kann ich praktisch an jede Haushaltssteckdose gehen. Man kann 230 Volt, genau. hier dran gehen. Zeig das mal gerade. Also das ist natürlich aufgrund der kleinen Batterie, die drin ist, die 50 Kilometer Batterie, ist das wirklich auch gar kein Problem, das über Nacht dann aufzuladen. Und das ist dafür vorgesehen, man kann also im Privatbereich das ganz problemlos anschließen. Ich stelle mal den Stecker hier rein. So, und dann lädt das Auto jetzt praktisch die Batterie wieder auf. Ich zeige das mal gerade. Hier sind dann diverse Lampen, die hinten dran sind. Und hier steht dann Power, Charging und Charging. Mehr brauche ich ja nicht. Und das Kabel ist dabei. Das Kabel hier ist immer serienmäßig mit dabei. Alle anderen Kabel, wie gesagt, diese Kabel für die Wallboxen gibt es also dazu zu kaufen. Dementsprechend, wenn man irgendwo jetzt außerhalb laden will an der Wallbox, dann braucht man noch ein separates Kabel. Es sei denn, das Kabel ist an der Wallbox schon mit dabei. Dann hat das Auto hier noch eine Besonderheit, das ist es die wenigsten bekannt. Der Outlander ist ein Fahrzeug, was sogar für bidirektionales Laden geeignet ist. Das heißt, ich kann also dann über diesen CHAdeMO-Stecker das Fahrzeug auch entladen. Das heißt, ich kann rein theoretisch auch damit im Haus zum Beispiel Energie vom Fahrzeug nutzen. Wenn ich tagsüber zum Beispiel über Solar das Fahrzeug würde die Batterie laden, wüsste aber, ich brauche das Auto abends nicht, kann ich wieder die Batterie nutzen vom Fahrzeug, um zu Hause ins eigene Stromnetz einzuspeisen. Gut, für alle, die das interessiert und das wissen. Sag mal so lieb, steig mal hinten ein, dass wir mal sehen. Ja, dass wir einfach mal sehen, wie viel Platz wir haben. Der typische Test. 1 Meter, was hast du gesagt? 76? 1,75. 1,75. Größer mache, wie ich bin. Also bei mir mit der Beinfreiheit massig. So, und oben ist auch noch genug Platz? Ja, da ist massig Platz. So ist es, ja. Und der steht jetzt relativ weit zurück. Ja. Und wir gucken uns gleich mal innen noch mal das Display an, wenn du mal so nett bist, den Motorraum mal aufmachst, dass wir mal reingucken können, wie es da drinnen aussieht. Beleuchtung, State of the Art. Ja gut, das ist ein tolles Sondermodell. Also die Farbe Rot, Metallic, ist schon sehr schick, muss man sagen. Das ist immer so eine Frage, weil die Leute meistens grau kaufen oder weiß oder silber. Ja gut, beim Outlander beim Plug-in war meistens die Farbe weiß, halt eben als Farbe. Aber wie gesagt, generell gehen alle Farben in dem Fall. Wobei hier jetzt speziell bei dem Outlander hier, seitdem wir das Rot im Ausstellungsraum stehen haben, ist das mal eine echte Alternative, so eine Effektlackierung. Die steht im Auto besonders gut. Effekt heißt, je nachdem wie man guckt, wirkt es ein bisschen anders. Genau. Ja, hier vorne ist es auch nochmal gekennzeichnet, Hybrid. Der ist knatschneu, oder? Der ist knatschneu, ja. Also ist ein Neuwagen, ja klar. Hier gilt, ja, ihr müsst extra eine Schulung machen, gell? Das heißt, so einfach darf man Elektrofahrzeuge nicht in die Werkstatt schieben, oder? Ja gut, das sind spezielle Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Einmal aus Sicherheitsgründen, dann halt eben auch von der technischen Seite her. Wir haben also unsere Mitarbeiter so weit geschult, dass die auch Arbeiten sogar an der Batterie durchführen können bis zu einem gewissen Punkt. Da erfüllen wir alle Voraussetzungen vom Spezialwerkzeug über Tester, alles was so dazugehört. Ja. Tolles Fahrzeug. Thema Werterhalt. Das ist ja auch so ein Thema bei Mitsubishi.
Du suchst ja immer noch Gebrauchte. Du hast sogar Kunden, die bestimmte Modelle suchen, die schon ein bisschen älter sind, oder? Ja gut, gebrauchte Mitsubishi sind immer gesucht, weil die bekannt sind dafür, dass sie lang leben und eine hohe Haltbarkeit haben. Und da sind wir eigentlich immer auf der Suche nach Gebrauchten, das ist keine Frage. Super. Ja, steig mal ein auf der Fahrerseite. Ich komme mal zu dir rein und dann gucken wir uns mal das Interieur ein bisschen an. Ich habe ja schon mal gezeigt, so dieser Carbon-Look hier vorne, der hat so praktisch Hologramme mit drin. Sieht ziemlich spacig aus. Und was halt immer ziemlich cool ist, ich habe unglaublich viele Ablagemöglichkeiten, unter anderem für Flaschen während der Fahrt. Und ganz neu ist das große Display hier in der Mitte, gell? Ja, hat jetzt ein großes Display in der Mitte, das ist ganz neu. Es kann aber durchaus sein. So. Das ist also ganz neu, das war vorher kleiner, ist also sehr übersichtlich, ist mit Navigation mit allem, ist also ein TomTom-Navi hinterlegt. DRB Plus natürlich drin. Ja, du hast eigentlich von der Ausstattung her lässt das keine Wünsche übrig. Ich kann mir hier alles Mögliche anzeigen. Ich kann mir hier, habe ich halt eben einmal die Navigationsgeschichte. Dementsprechend, ich kann mir den Energiefluss anzeigen während der Fahrt. Das ist also sehr, sehr schick gemacht. Alle möglichen Medien. Ich kann also hier vom Radio her gesehen anschließen. Ich kann mein Handy koppeln. Ich kann mein Telefon anschließen. Ist es momentan nicht gemacht, weil kein Telefon angeschlossen ist, aber ist vom Gesamt her gesehen ein wunderschönes großes Display. Ist auch mit Rückfahrkamera, mit allem. Alles, was so irgendwo dazugehört. Ja, im Moment wird er geladen, da ist das kleine rote Ladelämpchen. Das Ganze im Moment gesperrt, das heißt, ich kann verschiedene Funktionen nicht machen. Zieh mal raus, das Laden. Ich Stecker raus, dass man ein bisschen mehr sieht. Und ich mache mal gerade mal eine kurze Moderation zum Innenraum nochmal. Ja, das ist die Mittelkonsole, die natürlich mit einer Automatik hier versehen ist. Da kommen wir gleich mal drauf, was so eine Automatik da eingebaut ist. Und ich habe auch hier unglaublich viele Ablagemöglichkeiten. Hier noch eine Mittelarmlehne, ich ganz bequem mal den Arm ablegen kann. Und die neuen gesteppten Nähte im Innenraum im Leder-Look. So sieht's aus. Das Ganze auch hinten. Viel Platz. Denn was mich nämlich auch interessiert, ist so ein paar kleine Helferlein, die natürlich eingebaut sind, wie zum Beispiel Rückfahrkamera, wie praktisch ein Rundumsystem. Darauf können wir gleich mal eingehen, ob sowas hat. Gucken wir uns das mal an. Wahrscheinlich haben wir noch mehrere Türen offen. Wie cool. Der hat Birdview. Der hat Birdview, das heißt, er hat Rundumsicht. Man sieht jetzt hier oben die Perspektive oben. Und natürlich nichts stimmt, weil ich auf der rechten Seite natürlich meine Tür geöffnet habe. Die mache ich jetzt mal zu. Ja. So, und das heißt, ich sehe also das Fahrzeug rundum, ohne dass ich mich bewegen muss. Der hat mehrere Kameras. Er hat mehrere Kameras, ja. Man sieht hier hinten einmal die Ansicht von hinten, die man, wenn man zurückfährt. Und von oben hier sehe ich praktisch die Ansicht, dementsprechend links und rechts, vorne und hinten. So, Anhängebetrieb ist natürlich sehr geeignet zum Fahrzeug. Da schimpfst du immer, weil natürlich aufgrund der Verbrauchswerte immer die Anhängelast immer mehr zurückgeht. Hat das einen Vorteil hier mit den Elektro plus Hybrid? Na gut, sagen wir so, hier ist ein Vorteil in dem Sinn, er ist einer der wenigen Autos, die überhaupt eine vernünftige Anhängelast haben. Wir reden hier über 1500 Kilo. Damit kann man schon was anfangen, weil sonst gibt es viele Hybridfahrzeuge, wo gar keine Anhängerkupplung möglich ist. Hier in dem Fall kann man also problemlos einen Anhänger ziehen. Dementsprechend durch die Allradgeschichte ist er sowieso dafür problemlos geeignet. Super, hier vorne haben wir natürlich das Wichtigste, das ist das Charge. Das bedeutet, er hat auch die Möglichkeit, während der Fahrt zu rekuperieren? Ja, sicher, klar. Er kann also während der Fahrt rekuperieren. Das heißt also, er tut während der Fahrt wieder selbst beim Bremsvorgang oder halt eben, wenn man den Fuß vom Gas holt, wieder die Batterie aufzuladen. Das kann ich hier über diese Schaltwippen, kann ich da steuern mit Plus oder Minus. Das bedeutet, wie stark er abbremst dann quasi, wenn ich das Gas wegnehme? Ja, ganz genau. Je mehr ich dann die Rekuperation beanspruche, desto mehr bremst er ab. Ich bringe das Fahrzeug damit fast sogar zum Stillstand. Das heißt also, ich tue nicht nur Energie gewinnen für die Batterie, ich tue sogar noch Bremsen sparen. Also man kann wirklich alles ausnutzen, um die Batterie wieder zu laden und um sparsam zu fahren. Was auffällig ist, das Display ist gestochen scharf. Das war nicht immer so. Ja gut, ich meine, die Vorgänger-Navi-Modelle waren auch schon scharf, aber hier ist halt eben neuester Stand. Ist also, man hat ja vorhin gesehen, beim Hochfahren TomTom basierend. Also das ist schon ein schönes Display in dem Fall.
Ja, ich habe einige Fahrmodi. Hier vorne ist Twin-Motor, Four-Wheel-Drive. Was ist das für ein kleiner Schalter? Ja gut, er hat verschiedene Fahrmodi. Hat er einmal die Möglichkeit, wo wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen hatten, zu sagen, welche Art des Antriebs ich bevorzuge. Ich kann also sagen, fahre nur überwiegend elektrisch. Dann ist der Elektro immer im Vordergrund. Ich kann sagen, heb mir Energie auf, mach die Taste Save. Dann geht hier oben auch das Save-Lichtchen an. Dann ist es so, dass er sich die Energie aufhebt, wenn man sagen tut, ich fahre jetzt einfach mal ein Stück über die Autobahn und möchte halt eben wieder noch ein bisschen Batteriekapazität haben für nachher in die Stadt. Dann kann ich die später dann abrufen. Ich kann sagen, wie hier Charge, dann steht das Laden im Vordergrund. Das heißt, wenn der Benzinmotor dann mitläuft, du dann in erster Linie die Batterie wieder laden. Die Lichtmaschine dann auch mit? In dem Fall, weil generell ist es so, dass der Motor bei Mitsubishi als Generator fungiert. Das heißt also, das Auto ist immer bestrebt, elektrisch zu fahren. Das Auto springt auch nur elektrisch an. Man merkt jetzt, wir sitzen hier im Auto, die Zündung, alles ist an, das Auto läuft, auch rein theoretisch können die so losfahren, aber es läuft kein Motor im Hintergrund, weil er immer bestrebt ist, rein elektrisch zu fahren. Das heißt, er macht auch die Batterie nie komplett leer, weil er immer eine gewisse Restenergie braucht. Aber das macht das Auto alles von alleine, da muss man selbst sich keinen Kopf drum machen. Im normalen Betrieb steht auch hier oben schön normal. Das heißt, also ich fahre jetzt einfach ganz normal und den Rest macht das Auto von alleine. Ja, verstanden. Die Geschichte hier mit dem Allrad, die du vorhin angesprochen hast, das ist eine Möglichkeit. Da kann ich dem auch wieder sagen, die Beschaffenheit. Hier oben steht zum Beispiel auf Englisch Snow, also Schnee. Hier steht Lok. Und wenn man dann wieder zurückgeht, ist man im normalen Modus. Das ist für den... Liebe Zuschauer, wenn Sie mal ganz oben gucken, in der Mitte oben, da sind die jeweiligen Modi drin. Normal, Snow und Lok. Lok heißt Differentialsperre oder sowas? Ja gut, in dem Sinn nicht. Das ist also eine emulierte. Emulierte, das ist also in dem Sinn übernommen halt eben von der Allradtechnologie, die Mitsubishi früher im Pajero drin hatte. Das heißt, normal ist so gesteuert, dass das Fahrzeug über die Drehzahlsensoren messen tut, ob irgendwo Schlupf entsteht und den Allrad so steuern tut, wie er gebraucht wird. Dann habe ich die Stufe mit Snow. Dann ist eine Regelung drin, wo er den Allrad mehr nutzen tut, zum Beispiel wie gesagt bei Schnee. Wenn man im Winter fährt und Lok, dann ist das System wirklich so, dass er eigentlich immer mit dem Allrad fährt, wenn man mal wirklich in unwegsames Gelände reinfährt. Ja, viel Technik. Mitsubishi ist ja dafür bekannt. Ich meine, die viele Geländefahrzeuge von Mitsubishi fahren zum Beispiel in Afrika oder fahren jetzt irgendwo in Fernost und so weiter rum. Da ist der Marktanteil ja enorm, muss man sagen, von den Japanern. Da ist das hier schon Mitsubishi, ist da schon Premium, oder? Das muss man sagen. Da gibt es andere Hersteller, die das untere Segment dann abbilden. Ja, Mitsubishi ist schon sehr weit. Ich meine, wir haben den Outlander ja schon länger im Programm. Der ist auch in den nordischen Ländern schon lange eins der meistverkauften Autos. Jetzt sind wir auch, letztes Jahr in Deutschland war es auch in der Klasse der meistverkaufte Plug-in-Hybrid. Wir haben also schon einige Erfahrungen, die wir da mitbringen und dementsprechend ist das Fahrzeug immer weiterentwickelt worden. Und das ist ja schon jetzt die zweite Generation mehr oder weniger von dem Fahrzeug. Also der hat viele technische Highlights. Ja, hier sieht man das Ganze noch visualisiert während der Fahrt. Das heißt, zum Beispiel die Reichweite, Energiefluss. Man kann nicht hier eigentlich alles anzeigen lassen. Wenn wir jetzt hier gucken, das Auto ist jetzt voll geladen. Der hat jetzt eine Reichweite von 59 Kilometer rein elektrisch, zeigt er an. Hier unten ist die Abbildung, ist die Batterie. Und wenn ich jetzt fahren würde, würde ich den Energiefluss sehen, wie die Energie fließen tut. Ich kann mir alles Mögliche hier einstellen und programmieren. Ich kann mir die Verbräuche angucken. Ist jetzt hier bei dem neuen Auto noch eigentlich alles mehr oder weniger auf Null, weil mit der Statistik. Mit der Statistik halt eben. Wie bin ich gefahren? Gibt ja viele, die elektrisch fahren, die es echt drauf ankommen lassen, ja, das Auto so sparsam wie möglich zu bewegen. Ja gut, ich sage mal so, das Auto erzieht einen ein bisschen zum sparsam fahren, weil es halt eben, man sieht halt eben, wenn man viel elektrisch fährt, wie der Verbrauch halt eben dann nach unten geht und dementsprechend ist man schon selbst bestrebt, immer eine Möglichkeit elektrisch zu fahren. Er läuft bis 130 ungefähr rein elektrisch. Und wenn man in dem Aber keine Reichweitenangst, das ist das Coole. Ich habe ja noch Benzin. Genau, so ist es. Wenn ich in Urlaub fahren will und die Batterie ist irgendwann mehr oder weniger leer, dann lädt das Auto auch wieder die Batterie während der Fahrt auf, dass sie nicht ganz leer wird und da fahre ich halt eben normal mit dem Verbrennungsmotor. Ja, das Besondere dabei ist, ich kriege richtig Leistung auf die Strecke ohne Turbo. Das bedeutet, ich habe einen extrem robusten Motor, 2,4 Liter Benziner
Saugmotor. Das heißt, da kriege ich richtig Drehmoment raus, oder? Ja, man hat bei der Generation hier den Hubraum erhöht. Wir hatten ganz am Anfang den kleineren Motor mit 2 Liter, damit er einfach mehr Drehmoment hat und noch von unten raus mit der Unterstützung beim Beschleunigen von der Batterie hat das Auto praktisch wie so ein Turbo-Effekt. Das heißt, der ist nicht langweilig, sondern der geht, wie man so schön sagt, auch richtig voran. Ja, die Autos sind auf Langlebigkeit gebaut. Ganz zu deinem Leidwesen, ja, die werden alt. Ist das ein Auto, was ich 10, 15 Jahre fahren kann, wenn ich will? Ja, gehe ich davon aus, locker. Ich meine, vom Motor her, wie gesagt, wenn man pfleglich damit umgeht, sind die Motoren eigentlich bei Mitsubishi unkaputtbar. Und wie gesagt, wir haben ja bei Mitsubishi die 5 Jahre Garantie bis 100.000 Kilometer und von der Langlebigkeit her, also 10 Jahre kann man so ein Auto locker fahren. Habt ihr viele Motorschäden bei Mitsubishi? Gar nicht, gar keine. Also Motorschäden Mitsubishi überhaupt nicht. Die letzten Jahre definitiv nicht. Also Ihr habt echt keinen mehr da gehabt, der irgendwie mal Pleulager kaputt oder so? Ne, das kennt ihr gar nicht. Nee, ich sag mal so, freiwillig geht eigentlich so Mitsubishi-Motor nicht kaputt. Da muss man schon nachhelfen. Das hast du lieb gesagt. Komm, wir steigen nochmal aus. Dann haben wir das. Sehr gut, Entertainment-System ist klasse, also richtig tolles Auto. Man muss ja auch sagen, so vom Look and Feel her, sieht schon so aus. Da gibt es andere Hersteller, da liegen wir dann schon im Preisbereich so um die 60.000, 70.000 Euro. Und wenn man dann den Wert halt auch noch sieht, also von der Mitsubishi, und das kann man wirklich sagen, so ein Plug-in-Hybrid ist ja jetzt erst auf den Markt gekommen. Wie lange habt ihr den jetzt? 1,5 Jahre? Na ja, gut, wir haben den hier ja schon seit 2014 auf dem Markt. Als Plug-in-Hybrid? Als Plug-in-Hybrid. Echt? So lange? Ja, der kam von Anfang an als Plug-in-Hybrid raus. Okay, das heißt, ihr habt ultra viel Erfahrung? Richtig. Wir hatten von Erfahrung her sind wir schon sehr weit. Nur war Plug-in bisher die letzten Jahre eher Nischendasein in Deutschland, aber jetzt seit letztem Jahr mit den ganzen Förderungsmaßnahmen oder seit knapp 2 Jahren hat das Thema Fahrt aufgenommen und dementsprechend können wir natürlich hier eine große Erfahrung halt eben reinbringen, die wir schon über die Jahre gesammelt haben. Ne? Ja, also 48.080 Euro ist der Hauspreis bei Barzahlung. Wie viele Leute kommen hier rein mit dem Geldköfferchen? Naja gut, die würden auch immer weniger mit dem Geldköfferchen. Aber wir haben ja noch immer eine Aktion bei Mitsubishi, unabhängig, also wie gesagt, eine Aktion vom Hersteller einschließlich dem staatlichen Anteil. Wir reden hier über eine Prämie von rund 8.000 Euro. Die ist da schon drin? Die ist alles mit drin. Da ist der staatliche Anteil drin, da ist der Anteil von Mitsubishi drin, von uns Händlern. Und wenn wir hier von so einem Auto 8.000 Euro abziehen, dann sind wir irgendwo rund bei 40.000 Euro mit dieser Sonderlackierung. Und da hat man rundherum ein Top-Auto, wo man, wie gesagt, up-to-date ist von der Technik. Also nochmal für Zusammenfassen, die 48.000, da gehen noch 8.000 runter. Von den 48.000 gehen noch 8.000 runter. Ah, aber der Bruttolistenpreis, der ist wahrscheinlich ein bisschen höher hier bei dem. Der Bruttolistenpreis ist und bleibt halt eben diese 48.000 für das Finanzamt und davon werden die 0,5% versteuert, sprich rund 24.000 Euro. Okay, jetzt habe ich verstanden. Das heißt also, rund 40.000 Euro wird das Auto kosten. Überführung, Zulassung, wie sind da die Kosten? Ja, Überführung, Zulassung sind bei uns in dem Fall 750 Euro. Die sind aber bei dem Preis, den wir jetzt genannt haben, schon mit drin. Das hier, wie sie ausgezeichnet sind bei uns, die Autos im Ausstellungsraum, sind immer Endpreise mit Zulassung, mit allem, da kommt nichts mehr dabei. Ja, Thema Service, wie oft müssen in die Werkstatt? Ja gut, wir hatten ein normales Intervall, das ist ein Jahresrhythmus, wo er in die Werkstatt muss. Aber die sind vom Unterhalt her sehr unproblematisch, muss man keine Angst haben. Ist also ein Kettenmotor ohne Zahnriemen. Zündkerzen bleiben ewig drin, das heißt, man hat also recht wenig Aufwand. Also es gibt bei dem Plug-in-Hybrid keinen Mehraufwand in dem Sinn jetzt gegenüber einem normalen Pkw. Ihr habt einen Kettenmotor drin, das heißt, der kann auch 200.000, 300.000 Kilometer fahren ohne Wechsel. Ja, klar. Klar, aber alle haben Zahnriemen. Ja gut, das ist eine Steuerkette und die muss nicht gewechselt werden. Also bei Mitsubishi ganz normal. Fällt automatisch nach. Richtig, ist ein normales Garantieteil. Das heißt, also den Wechsel hat man sich schon mal gespart gegenüber einem herkömmlichen Zahnriemen. Ne? Okay. Ich glaube, ich werde immer mehr entsprechend begeistert. Es gibt unglaublich viel Zubehör für das Auto. Man kann also bei Mitsubishi, ich sag mal, Teile kaufen, Dachboxen, Rehlingen, alles, oder? Ja, vom Zubehör bieten wir alles an, von Anhängerkupplungen, wie gesagt, Dachboxen, Gepäckträger, Fahrradträger, Kofferraumwannen und. Also gibt es sehr, sehr vielfältiges Zubehör. Ja. Wie viele Jäger als Kunden? Ja, Jäger haben wir auch einige an Kunden, so ist es nicht. Da haben die auch schon ein paar Hybrids gekauft, die Jäger? Ja gut, das ist noch eher die Minderheit im Moment, aber okay. Kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. Also, wenn Sie Lust haben, 0,5% Versteuerung. Hier ist er, Outlander Plug-in Hybrid, Modelljahr 2020 mit einem stark aufgewerteten Interieur. Leise ist er sowieso.
Und ja, wenn Sie Lust haben, kaufen Sie das natürlich in Deutschland, egal wo Sie herkommen, auch aus Flensburg, kommen Sie nach Saarbrücken zum Autohaus Reiter. Ihr seid zweimal? Wir sind zweimal im Saarland, hier in Saarbrücken, in der Kurt-Schumacher-Straße und in Rehlingen-Siersburg an der Windmühle 7. Da haben wir beide Standorte. Ja, du bist wirklich schon also Händler fast der ersten Stunde bei Mitsubishi? Naja, fast, aber seit 35 Jahren. Seit 35 Jahre? 35 Jahre, das Jahr im Jahr 85 mit Mitsubishi angefangen. Da warst du 12? Nein, nicht gerade. War schon ein bisschen mehr. Super. Ja, vielen Dank. Thomas Reiter vom Autohaus Reiter. Outlander Plug-in Hybrid 2020. Tschüss. Tschüss.